Hallo und willkommen in meiner Küche. Vom Kohlrabi kann man auch die Blätter essen. Kohlrabi ist ein bekanntes Gemüse, aber dass man seine Blätter auch zubereiten kann, ist leider nicht wirklich bekannt. Um sie vorab zu kochen, setze ich schon mal einen Topf mit Wasser auf. In das Wasser gebe ich eine großzügige Prise Salz. Das ist wichtig, damit das Gemüse beim Kochen nicht ausgelaugt wird. Von der Knolle schneide ich die Blätter ab. Die unansehnlichen kommen weg. Dann werden die Mittelrippen entfernt. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, ob das sein muss, aber meine Oma hat es immer so gemacht und das reicht mir, um es ebenfalls so zu tun. Das Blatt wird entlang des Mittelteiles gefaltet und festgehalten und mit der anderen Hand ziehe ich vorsichtig am Stiel und reiße die Mittelrippe heraus. Das ist alles, was noch übrig ist. Die Blätter müssen natürlich noch gewaschen werden. Jetzt ist die Knolle dran. Zunächst werden die Blattansätze mit einem Messer abgeschnitten. Dann wird der Wurzelstrunk entfernt. Der untere Teil der Kohlrabi-Knolle neigt eher zum Verholzen und man kann bei diesem Bereich ruhig ein bisschen großzügig abschneiden. Manchmal platzt die Knolle auch während des Wachstums auf und hat eine braune Stelle. Das macht nichts, es muss einfach nur herausgeschnitten werden. Nun muss noch die Schale entfernt werden. Dazu nehme ich einen Kartoffelschäler. Hier habe ich aber noch zu viel Blattansatz stehen lassen, da kommt er nicht drüber weg. Unter der Schale können sich noch holzige Partien befinden, die kann man daran erkennen, dass sie etwas heller sind. Diese Stellen müssen auch noch entfernt werden. Um sicher zu gehen, habe ich die Knolle fast zweimal geschält. Der obere Teil ist immer wesentlich weicher und hier reicht es einfach, die Schale abzuschneiden. Nun wird der Kohlrabi in Stücke geschnitten. Dazu lege ich ihn mit der flachen Seite auf ein Brett und schneide ihn, wie gezeigt, in etwa 1 cm große Stifte. Das Wasser kocht sprudelnd und nun gebe ich die Blätter hinein. Sie werden ungefähr 2 Minuten gekocht. Das macht man, um den Sauerstoff aus dem Blattgewebe zu entfernen, was deren Struktur lockert und das schmeckt besser. Gesalzen werden muss das Wasser, damit die Mineralstoffe des Blattes nicht in das Wasser geschwemmt werden. Beim Kochen kommen die Blätter gerne etwas hoch, dann werden sie wieder heruntergedrückt. Nun nehme ich die Blätter aus dem Topf und gebe sie in eiskaltes Wasser, um den Kochvorgang zu stoppen, damit sie ihre schöne grüne Farbe behalten. Die Herdplatte braucht nicht abgestellt zu werden, denn darauf kommt nun der Topf für den Kohlrabi. Der wird nämlich in etwas Butter oder Öl gegart. Einmal im Topf wird er gesalzen. Dazu kommt noch großzügig Pfeffer. Alles wird kurz durchgerührt und bei geringer Hitze langsam gegart. Salz und Hitze entziehen dem Kohlrabi Wasser und man braucht keins hinzuzugeben. Wer sich aber unsicher ist oder seinen Herd nicht gut genug kennt, gibt einen Esslöffel Wasser in den Topf, Deckel drauf und weiter im Text. Die Blätter des Kohlrabi werden nun aus dem Wasser genommen und ausgepresst. Ich gebe sie auf ein Brett und schneide sie klein. Zunächst in Streifen von ca. 3 bis 4 mm Breite und da ich keine langen Blattfäden haben will, drehe ich das Brett und schneide die Streifen noch einmal grob im Abstand von 1,5 cm. Den Kohlrabi rühre ich zwischendurch noch einmal kurz um. Die Blätter habe ich auf den Kohlrabi gegeben und lasse sie darauf ca. 5 Minuten mit erwärmen. Danach rühre ich alles durch und probiere. Der Kohlrabi hat noch etwas Biss, zu weich möchte ich ihn aber nicht haben,
Also stelle ich die Hitze ab und lasse ihn noch gar ziehen. Wer noch zu viel Kochflüssigkeit im Topf hat, kann diese mit etwas in Wasser aufgelöster Maisstärke andicken. Zum Anrichten kann man ihn in eine Schale geben, sodass sich jeder bedienen kann. Natürlich gab es bei uns nicht nur Kohlrabi zum Essen. Kohlrabi schmeckt besonders gut zu einer Bachforelle. Neben dem Kohlrabi habe ich neue Kartoffeln in etwas Öl und einem 2 Großmarinen gegart und hier eine Lachsforelle gebraten. Das ist nur eine Art, Kohlrabi zuzubereiten. Die Verwendung der Blätter geben der Knolle einen viel intensiveren Geschmack und machen sich auch rein optisch sehr gut. Ich hoffe, ihr lasst die Blätter beim nächsten Einkauf nicht vom Händler abreißen und werdet sie künftig nicht mehr wegwerfen. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Viel Spaß beim Kochen und wie immer guten Appetit!